Okay, nur einmal. Vollgas mit Hypercars. Wer sind die Menschen, die solche Luxusträume wahr werden lassen? Firnheim, südlichster Zipfel Hessens. Mitten im Industriegebiet steht ein Autohaus. Nicht irgendein Autohaus. Ein Paradies. Ein Traum voller Träume. Für die Oberschicht. Wer hier einkauft, hat Geld. Sehr viel Geld. Braucht der Kunde auch, denn hier gibt es keine Schnäppchen, sagt Geschäftsführer Omid Moazen. Also wir sind hier in unserem Hauptverkaufsraum, also unser Showroom. Hier stehen 25 von 50 Millionen Euro. Allein hier komprimiert auf diese Fläche. Da wären ein Bugatti Chiron für 3 Millionen, ein LaFerrari für schlappe 4 Millionen oder ein Lamborghini für 3, wer's hat. Wenn du die richtige Ware stehen hast, dann musst du nicht nach dem Kunden suchen, sondern der Kunde wird nach dir suchen. Luxusträume auf 4 Rädern im Automobilzentrum Rhein-Neckar. Und Omid Moazen verkauft sie. Wir ziehen einmal ab. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das denn? Alter, das ist genau mein Geschmack. Die Felgen, die Sitze, gerade, also die Sitze 100 von 100. Also das Auto ist es neu? Ganz neu. Oh mein Gott. Carbon-Schalensitze. Du siehst die Carbon-Seitenschweller, Carbon-Außenspiegel, Carbon-Dach. Hier, Carbonfaser. Oh mein Gott. Omid, das hättest du mir heute nicht zeigen dürfen. Ich glaube, mit einem Auto kannst du jemanden für den Moment glücklich machen. Jedes Auto ist auch eine Art Belohnung und Selbstverwirklichung für den Kunden. Es ist ja auch immer ein Mythos mit einer Marke verbunden. Und dann auch Teil des Ganzen zu werden, dass man jetzt sagt, ich bin ein Ferraristi oder ich bin ein Mercedes-Fahrer. Ich glaube, das bewegt sehr, sehr viel in den Menschen. Also das Auto ist ja mal 10 von 10. Hätte ich ja nie gedacht, dass ich mal ein Ferrari-Fan werde. Richtig schön. Niklas Rehmann ist Unternehmer aus Düsseldorf. Sein aktueller Wagen? Ein Lamborghini Urus. Schon 1 Jahr alt. Zeit für was Neues. Er liebt den Luxus, doch heute hat er ein Luxusproblem. Welcher Flitzer soll es werden? Der rote Ferrari? Oder einer von den gelben? Oder doch der 12-Zylinder? Wir haben wirklich allerhand Kunden da. Klar, man muss sagen, überwiegend männlich. Das liegt am Produkt. Wir verkaufen Autos, keine Handtaschen. Aber die sind alle gut drauf, alle wollen sich belohnen. Alle sind natürlich zielstrebig. Alle sind auch in gewisser Art dominant, weil es sind ja in der Regel immer Führungspersönlichkeiten, die sich solche Fahrzeuge gönnen. Ich liebäugel jetzt echt hier mit diesen 4 Autos und mit meinem ersten Ferrari. Wir gehen heute Abend Abendessen in Heidelberg und dann quatschen wir vielleicht noch mal 3 Minuten über das Auto, vielleicht auch nicht. Ich werde nicht mit ihm über das Auto reden, wenn er es nicht tut, weil sonst ruft er mich einfach in 3 Tagen an und wird mir schon sagen, welchen er sich ausgesucht hat. Kann gut sein. Beim Auto ist das ja immer wieder aufs Neue für die Kunden ein Riesenerlebnis. Und unsere Aufgabe ist es dann auch, diese Emotionen mitzuleben mit dem Kunden. Also da bloß nicht abzustumpfen, sondern immer wieder mit dem Kunden auch gemeinsam diesen Weg zu gehen, den Kaufvorgang, die Emotion, alles nochmal mit dem Kunden gemeinsam zu leben. Der 33-Jährige will seinen Lambo in Zahlung geben. Für 320.000 € würde Omid ihn nehmen. Zurück in den Showroom. Da ist ein Pagani Huayra Roadster BC. Einer von 40 weltweit für 6 Millionen €. Dafür gäbe es auch 150 VW Golf. Ein Aston Martin Valkyrie, 1155 PS
Nur 175 Stück stehen irgendwo weltweit. Preis 3,5 Millionen Euro. Ein wahres Schnäppchen dieser McLaren Senna für schlappe 1,3 Millionen. Je seltener, je teurer, desto interessanter für den Geldadel. Man muss sich ja vorstellen, fast alles, was hier um uns herum steht, ist in irgendeiner Art limitiert. Entweder vom Hersteller limitiert auf eine gewisse Stückzahl oder am Markt derzeit nicht verfügbar oder ausverkauft. Und zum Beispiel hier den Bugatti, den gibt es auch nur 500 Mal weltweit. Und es gibt deutlich mehr als 500 Millionäre, die gerne einen Bugatti hätten. Das heißt, nicht jeder Millionär kommt zum Zug bei so einem Auto und das schafft schon wieder Begehrlichkeiten. Pro Tag verkaufen sie einen Luxusschlitten. Der Jahresumsatz liegt nach eigenen Angaben bei 100 Millionen Euro. Man muss ja wirklich sagen, die meisten Kunden kommen gar nicht zu uns in der Preisklasse. Man spricht zwar meistens direkt mit den Kunden, aber eher am Telefon und vielleicht gibt es dann auch mal einen Videocall, wenn überhaupt. Aber dann geht das meiste dann über E-Mail und WhatsApp und dann kommt die Überweisung und dann wird der Wagen ausgeliefert. Geschäfte unter Millionären sind eine Frage des Vertrauens. Man kennt sich in den auserwählten Kreisen. Und er kennt immer jemanden, der schon ein Geschäft mit uns gemacht hat. Und dann fragt man bei dem nach, ob das jetzt in den USA ist, ob das in Fernost ist, ob das in Middle East, in Dubai ist oder auch in Europa. Dann weiß immer jemanden zu fragen, kennst du die Jungs, hast du schon mal ein Geschäft mit denen gemacht? Und am Ende ist der Markt ja sehr klein, auf dem wir uns bewegen. Gerade wenn wir in die Richtung von diesen ganz teuren Autos gehen. Nur damit das klar ist. Kunden mit Koffern voller Geldscheine tauchen hier nicht auf. Es ist ein bunter Mix aus Bargeschäften im Sinne von Überweisungen, also kein Bargeld, sondern als Überweisung, aber auch Finanzierungen, Leasingangebote. Also wir haben auch schon Bugattis in Leasingangebote gepackt, dann ist man bei einer Monatsrate von 40.000 Euro. Es klingt zunächst absurd, aber man muss auch eins sagen, wenn jemand ein monatliches Einkommen von 200.000 Euro hat, die gibt es ja auch, und dann 40.000 Euro für einen Bugatti ausgibt, dann hat er noch 160.000 Euro über. Wenn jemand ein monatliches Einkommen von 8.000 Euro hat oder 10.000 Euro und dann 4.000 Euro für ein Bentley oder für einen Porsche oder einen Ferrari ausgibt, dann ist das im Verhältnis zum Einkommen deutlich mehr Belastung. Klar, von der Zahl her ist es zunächst absurd viel, aber wenn man es dann ins Verhältnis setzt, es ist immer eine Null mehr. 2 Hallen bietet das Automobilzentrum seinen Kunden. 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche oder, anders gesagt, 1,5 Fußballfelder vollgeparkt mit Hypercars und Luxusschlitten im Wert von 50 Millionen Euro. Das ganze Objekt ist alarmgeschützt, es ist überwacht. Wir haben hier quasi, wenn wir die Alarmanlage einschalten, Fort Knox. Da passiert so schnell nichts, aber wenn ich jede Nacht mit der Angst nach Hause gehe, oh mein Gott, was ist, wenn etwas passiert, dann würde ich meiner Arbeit nicht gerecht werden können. Also das muss man ausblenden können. Die Autos müssen glänzen. Am besten 24 Stunden. Denn der Kunde duldet weder Steinschlag noch Staubkorn. Mehrmals pro Woche wird der Showroom zur Bühne für das heilige Blech. Jedes Mal, wenn Millionäre einen Termin wünschen, erst recht bei Promi-Alarm. Es hat sich für heute Abend ein ganz großer VIP-Kunde angekündigt, also wirklich ein deutscher Superstar. Und da war die Absprache, dass er gerne uns heute Abend im Autohaus besuchen würde. Er ist ein ganz großer Autofan und hat auch gezielt ein, zwei Autos, die er sich gerne näher anschauen würde. Aber er kommt natürlich nach Ladenschluss und es soll auch keiner erfahren, dass er heute Abend hier ist. Er will das wirklich privat genießen. Der Showroom muss jetzt noch für den Kunden heute Abend gestellt werden. Ich habe da auch schon einen ganz klaren Plan vorgegeben an die Mitarbeiter, welche Autos ich wie gestellt haben möchte, also wo welcher Wagen stehen soll. Ich habe schon mitgeteilt bekommen, wofür er sich interessiert. Ich kann da aber auch ableiten, wofür er sich noch interessieren könnte. Es ist Rapper Apache 207. Er geht shoppen bei Omid. Der Sänger feiert in seinen Videos regelmäßig Luxus und Highspeed. Stadt, ich geb kein Pick 200 km/h.
Jan Kethorn wird auch den Megastar treffen. Er arbeitet seit 10 Jahren als Verkaufsberater im Automobilzentrum. Das ist nicht nur Kindheitstraum, das ist Begeisterung jeden Tag. Wenn man so ein bisschen technische Begeisterung hat für die Autos, dann ist es jeden Tag so ein kleiner Sonnenaufgang, wenn man reinläuft. Man gewöhnt sich mit der Zeit ran, aber wenn du ein Faible für Motoren hast, für Autos, für seltene Autos und gerade dann noch so einer deiner Favorites hast, wie zum Beispiel hier meine linke Hand oder rechte Hand, da geht mir dann auch schon jeden Tag das Herz auf. Und die haben auch alle relativ zufällige Standorte hier drin, bis auf der, weil mein Büro direkt dahinter ist. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Smalltalk mit Promis und Millionären kann man nicht lernen. Muss man drauf haben, sagt Jan. Der ehemalige deutsche Meister im Bodybuilding, Markus Rühl, fährt noch einen britischen SUV. Jetzt liebäugelt er mit einem italienischen Sportwagen. Jan Kethorn startet nach dem Abitur bei Omid mit einer Lehre zum Autohändler. Im Anschluss dann noch dual BWL mit Fachrichtung Automobilhandel studiert und gibt es tatsächlich den Studiengang. Also ich sage oft ganz scherzhaft, ich habe Autohandel studiert, aber habe ich wirklich. Und dann einen Bachelor of Arts daran gemacht und dann wieder praktisch zurückgekommen. Ganz kurze Pause zwischendrin gehabt und seitdem wieder mit Autos zu tun, von morgens bis abends. Auch Omid beginnt früh mit dem Autohandel. Mit 20 verkauft er schon die ersten Autos für ein paar tausend Euro, damit er studieren kann. Ich habe ja zunächst im Bachelorstudium Finanzdienstleistung und Corporate Finance studiert. Und das Autohandeln war für mich damals eher ein Mittel zum Zweck, dass ich parallel zum Studium immer genügend Geld verdiene. Ich habe auch einen sehr guten Bachelorabschluss gemacht und mit dem habe ich mich dann auch beworben und keiner wollte mich. Hätte mich damals jemand eingestellt, dann wäre das vielleicht mein größtes Pech im Leben gewesen, weil ich dann niemals diesen Weg eingeschlagen hätte, den ich gezwungenermaßen dann irgendwann tatsächlich eingeschlagen habe, dass ich irgendwann gesagt habe, gut, dann mache ich das, was ich mache, ich baue das jetzt einfach aus und konzentriere mich da drauf. Auf den Verkauf von Luxusautos. Welchem Sportwagenliebhaber hier das Herz nicht in dieser Halle aufgeht. Also das ist wirklich Dubai in Viernheim. Wenn ich beispielsweise mal in Dubai Kunden treffe und dann so vom Burj Al Arab oder so bin, um dann dort meine Termine mit den Kunden wahrzunehmen, dann schaue ich mir so die Autos an und denke mir, habe ich auch in Viernheim, habe ich auch in Viernheim, haben wir auch in Viernheim. Und das ist dann so ein Moment, wo man dann sagt, cool. Jedes einzelne von diesen Autos, wenn es allein für sich auf der Straße irgendwo steht oder auf der Autobahn fährt, ist das ein Hingucker. Das sind Autos, wo jeder das Handy zückt und sofort Fotos machen würde. Ich hätte mir noch vor 30 Jahren als Kind nicht erträumen können, nur ein solches Auto zu besitzen, nur ein einziges. Und ja, mit genügend Willenskraft, etwas Glück und ganz viel Disziplin geht's dann doch. Das ist unsere Fotoecke. Die Ecke ist tatsächlich nur fürs Fotografieren und für Inseratsbilder da. Und hier hinten dran verbirgt sich unsere Aufbereitung, also wo die Autos veredelt werden. Also sie werden bei uns nicht gewaschen, sie werden veredelt, so nennt man das. Und das passiert dann hinter dieser Tür. Wir haben hier auch mehrere Aufbereitungshallen, vom Porsche 911 Turbo, Corvette, Lamborghini Urus. Und hier steht ein ganz, ganz besonderes Projekt, ein Rolls-Royce Dawn. Apache 207 kauft seine Rolls-Royces in Viernheim, zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Eine Stadt mit 35.000 Einwohnern, regional bekannt durch eines der größten Einkaufszentren in der Metropolregion. Viernheim ist nun auf dem besten Wege, ein Mekka für Luxusautos zu werden. Für Millionäre und Milliardäre, für Könige und Scheichs aus der ganzen Welt. Das ist der Plan von Omid Muazen. Laut Wohlfahrtsverband liegt hier die Armutsquote über dem Bundesdurchschnitt. Der Einzelhandel in der Innenstadt kämpft. Warum ist der 38-Jährige hier gelandet? Ich habe in Mannheim gewohnt,
Ja, das war 2013 und ich habe ein kleines Autohaus gesucht. Und im Rahmen meiner Suche bin ich dann auf ein kleines Autohaus in Viernheim gestoßen. Und deswegen ist es dann quasi Viernheim erstmal geworden mit einem ganz anderen, sehr kleinen Autohaus damals. Da haben 6, 7 Autos in den Showroom reingepasst und nochmal 4 davor. Dann hat das angefangen. Dann war mein Geschäft zunächst in Viernheim. Dann bin ich selbst irgendwann umgezogen nach Viernheim und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und dann auch das große Objekt, das wir neu gebaut haben, das wurde uns quasi ums Eck angeboten. Wir konnten quasi unsere gesamte Infrastruktur erhalten. Und so ist es Viernheim geworden. Ich bin 1986 im Iran geboren, in Teheran. Wir sind dann nach Deutschland gekommen, 1987, während des Iran-Irak-Kriegs, quasi als Flüchtlinge. Mein Vater war im iranischen Militär, ist desertiert im Krieg, weil er sehr westlich orientiert war. Dann sind wir nach Deutschland gekommen und im Prinzip, ich will nicht sagen, dass ich als Kind arm war, aber wir waren soziale Unterschicht, nennt man das heute. Wir waren Migranten. Ich konnte mir als Kind vieles nicht leisten, wovon ich geträumt habe. Auch Dinge, die Klassenkameraden hatten, die wir einfach nicht darstellen konnten. Ich war immer satt, ich war immer sauber angezogen, aber für Markenklamotten etc. hat es nicht gereicht. Zu Marktzeiten, wenn Geld da war, dann hatte der Papa ein Auto für 5.000 Mark. Und wenn kein Geld da war, dann musste er das Auto verkaufen. Die Familie wohnt in diesem Hochhaus in Mannheim, in der Innenstadt, Collini-Straße. Ja, wie sagt man so schön, der Hort meiner Kindheit. Das Collini Center in Mannheim. Es war die erste Wohnadresse. Also wir waren zunächst in Neustadt an der Weinstraße in Asylunterkünften. Und nach den Asylunterkünften war das dann praktisch der Umzug nach Mannheim. Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 3 Jahre alt. Meine älteren Geschwister waren dann 7 und 11. Und wir haben hier in einer Einzimmerwohnung zu 5 gelebt zunächst. Das muss man sich vorstellen. Dort war mein Kindergarten, also da über dem Schild Collini-Treff, über dem Kiosk, wo das grüne Netz gespannt ist. Das war praktisch der Spielplatz vom Kindergarten. Also da sind wir raus zum Spielen, wir Hochhauskinder. Und das Interessante ist aber auch das Netz, was man da drüber gespannt hat. Das war im Prinzip dafür gedacht, dass die Leute von oben den Kindern nichts auf den Kopf werfen. Also ganz skurril. Aber gut, da komme ich her. Das sind meine Wurzeln sozusagen in Deutschland. Das sind meine Anfänge. Ist Omid unterwegs bei Kunden in Dubai, Amerika oder Asien, führt er die Geschäfte in Viernheim. Kevork Kasanian. Ich bin im Krieg geboren und wir sind mit nichts außer 2 Koffern nach Deutschland gekommen. Und wir mussten alles zurücklassen. Und mein Start in Deutschland begann bei unter Null. Und alles, was ich heute habe, habe ich mir erarbeitet. Na, wie war Mailand? Gut, intensiv, sehr, sehr intensiv. Beide sind Geschäftsführer. Sie sind engste Freunde und kennen sich seit ihrer Schulzeit. Das war der erste Schultag 1997. Man hatte frisch die Grundschule beendet und es war dann die weiterführende Schule. Die Klassenkameraden waren neu, man kannte die Leute nicht und man hat sich schon im Gang abgetastet. Jeder hat mit jedem geredet und es hat zwischen uns einfach gut gepasst. Ich habe ihn gefragt, woher kommst du? Er hat gesagt, aus dem Iran. Er hat mich gefragt, was bist du? Habe ich gesagt, Armenier. Haben wir gesagt, passt. Und irgendwie hat sich daraus seit dem Tag eine sehr gute Freundschaft entwickelt. Ist das der Ferrari, der SF90? Genau, das ist er. Ein eigenes Luxusautohaus. Das war ihr Traum seit dem Abitur. Also zwischen Omid und mir ist es, was Ideen, Umsetzung, Gedanken, alles betrifft, ist es wirklich ein Miteinander und wir ergänzen uns das sehr, sehr gut. Wir arbeiten die ganze Woche durch, von Montag bis Samstag auf jeden Fall, manchmal auch Sonntags und Feiertage. Aber wir haben eine Arbeitsaufteilung
Und obwohl wir die ganze Zeit unter dem gleichen Dach arbeiten, und zumindest überwiegend, sehen wir uns relativ wenig. Ja? Und umso schöner sind dann die Momente, wo wir uns die Zeit für uns nehmen dürfen. Und wenn es auch nur ein paar wenige Minuten sind, ja, das lädt dann deine inneren Batterien nochmal auf. Wenn du mit deinem Kindheitsfreund, obwohl du jetzt ein erfolgreicher Geschäftsmann bist, ein riesiges Autohaus hast, Mitarbeiter hast, und dann sitzt du mit dem zusammen, mit dem du, als du 10 Jahre alt warst, jeden Tag über den Pausenhof gelaufen bist. Das ist schon ein sehr schöner Moment. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Die Freundschaft ist definitiv wichtiger als die Geschäftspartnerschaft. Also beides ist sehr wichtig, aber wir setzen immer an die Freundschaft an erste Stelle. Und ich glaube, das ist auch der Grund für die erfolgreiche Partnerschaft, dass ich immer zuerst an ihn denke und er aber auch immer zuerst an mich denkt, bevor wir an uns denken. Und weil dann denkt auch der andere immer automatisch an den anderen. 32 Mitarbeiter sind im Autohaus beschäftigt. Lackierer, Poliere, Assistentin, Verkäufer und Berater. Die Finanzen regelt Katharina Eckert. Der Blick aus ihrem Büro ist unbezahlbar. Für die meisten jedenfalls. Ich habe ja mit den schicksten Blick hier. Auf Autos im Wert von 15 Millionen Euro. Absurde Summen, die über den Tisch gehen, vor allen Dingen über meine PCs. Jede Rechnung, die reinkommt, geht über meinen PC. Und jede Rechnung, die rausgeht, läuft auch über mich. Es ist wirklich Wahnsinn, was Menschen für ein Fahrzeug ausgeben. Ja, also für ein Fahrzeug. Andere bezahlen davon ein Haus. Die bezahlen das einfach mal nur für ein Fahrzeug, was man ja rein theoretisch an die nächste Mauer setzen könnte. Was natürlich nicht passiert. Aber es ist wirklich total beeindruckend, welche Liebe manche Leute zu diesen Fahrzeugen haben. Omid und sein Team kaufen an einem Tag auch mal Autos für 10 Millionen Euro. Das machen die wirklich. Und ganz ehrlich, mir wird kalt und heiß gleichzeitig. Omid sucht ständig Luxusautos. Er hat schon einen Exoten an der Angel. In der Schweiz. Natürlich wieder ein PS-Geschoss. 1500 sind diesmal unter der Haube. Bugatti im Sarat. Ich verhandle schon relativ lange an dem Wagen und die kennen mein Preisangebot. Der ist inseriert mit 3,26 Millionen und mein Angebot liegt bei 2,7 netto. Dann schick's mir einfach per WhatsApp, wenn du es hast. Wie wahrscheinlich ist es, dass er das macht? Super, ich wünsche dir Mutter. Kommt drauf an, wie viel Druck ich mache in den nächsten Tagen. Ich gucke mir jetzt nochmal die Bilder an von dem Wagen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, also auch ich bin da so, dass ich dann quasi blind kaufe. In der Branche nichts Ungewöhnliches. Flughafen Frankfurt. Regelmäßig ist Omid hier. Der Grund? Solche Lastwagen. Sie transportieren die teuersten Autos der Welt. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Ja, ein Koenigsegg Jesko, 1600 PS, 8 Zylinder. Warenwert ca. 5 Millionen Euro. Von dem Fahrzeug sind bislang keine 20 Stück weltweit ausgeliefert worden. Und wir haben hier eines, das wir tatsächlich anfassen dürfen. Allein schon der Heckspoiler hier hinten. Sieht ja aus wie ein riesiger Anker. Ich war auf einer Sotheby's-Auktion und habe auf einen anderen Koenigsegg geboten. Da war ich nicht Höchstbietender. Und dann klopft mir jemand von hinten auf die Schulter und sagt, brauchst du einen? Und ich so, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, wann kommt denn dein Auto? Und dann sagt er, nee, steht schon in der Garage. Weil meistens sind die Autos noch in der Produktion und die kommen dann in 6 Monaten oder in einem Jahr. Und er sagt, nee, der Wagen steht schon in der Garage. Und bis Mitternacht hatten wir den Deal schon eingefädelt, dass wir den Wagen kaufen. Eine schwedische Luxusmarke. Ein Scheich aus Dubai hat den Wagen bestellt. Das Geschäft ist natürlich Chefsache. Gang rein und ab geht's. Einen Koenigsegg ist er noch nie gefahren.
Jetzt dürfen wir nichts mitnehmen, aber es sieht gut aus, oder? Das ist doch Hollywood-tauglich sogar fast, wie das aussieht mit der offenen Tür, so an der Eisdiele vorbeifahren. Omid hat viele Kunden im Ausland. Heute kaufen, morgen fahren, lautet sein Versprechen. Um das einzulösen, müssen die Autos fliegen. Nicht über den Asphalt, eher über den Wolken. Was natürlich die Sicht extrem einschränkt, ist, wenn man mit offener Tür fährt. Ich werde von sehr bekannten Menschen, von Machthabern, von ganz großen Persönlichkeiten und von Prominenten kontaktiert. Und wir haben wirklich manchmal Namen auf der Anruferliste, wo wir selbst schmunzeln. Wo wir denken, Moment, das ist ja ein Königshaus. Und dann telefoniert man mit der Person und dann merkst du, dass da wirklich ein Prinz am Telefon ist. Und der redet dann direkt mit dir und wickelt das dann ab. Und dann denkst du, irgendwann kommt jetzt ein Agent ins Spiel, aber du siehst, der zieht das bis zum Ende durch. Und dann praktisch auch den Deal selbst abwickeln wollen, weil es geht ja wiederum um das Auto. Und beim Auto ist so viel Emotion im Spiel. Und auch der Kaufvorgang und die Erinnerung, wie das Auto gekauft wurde, die Gespräche, die geführt wurden. Ja. Auch das ist ja Teil der ganzen Emotion. Weiter. Stopp. Ab jetzt übernehmen die Experten für Luftfrachtlogistik. Sie verzurren den Wagen, erstellen die Frachtpapiere, unterstützen den Zoll und transportieren den Wagen zum Frachtflieger. Ich werde dann in wenigen Tagen hinterherfliegen, dann noch mal vor Ort alles prüfen, den Kunden dann auch noch mal bei der Einfuhr helfen und dann natürlich mit dem Kunden anstoßen und feiern. Und dann geht es wieder zurück nach Viernheim für mich ins Autohaus und fleißig weiter Autos verkaufen. Und schon ist er wieder weg, der Königseck. Ab morgen steht er beim Scheich. Nachschub an Luxusschlitten findet Omid auch bei Versteigerungen. Wie zum Beispiel in Paris beim Auktionshaus Sotheby's. 130. 130. Yes, Im 140. Fokus dieser Bugatti 110. Davon gibt's nur 10 Stück weltweit. Aus gutem Grund. Der Preis. 5 million. Over here. 7 million. That's more like it, sir. Thank you. You've been helping us a lot the last 2 days. It's 7 million. Any more? Try another one. 7 I have. Die Mitbewerber, Millionäre, sitzen im Saal oder sind am Telefon, bieten über einen Mitarbeiter des Auktionators. 8 million. With Gord on the phone. 8 million euros. 8 million euros. 8.5 million. 8,5 Millionen. 8.5 Meine million Obergrenze online war bidder. 8. Die hat aber jemand Thank vorher. you, Cyrus. 8.5 million. 8.9 million. 9 million over. Wir sind jetzt bei 9 Here, Millionen at 9 Euro. million. At Ach, wäre ich 9 gegangen. million Mit euros. 1 Million vorbeigeschrammt. Mit 1 Million vorbeigeschaut. Just connecting at 9 million for the Chent. We're done at 9 million. Thank you. Um hier mitzubieten, benötigt Omid Geld. Viel Geld und ständig verfügbar. Es ist eine Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital. Also ohne die Unterstützung von Banken könnten wir das Ganze auch hier vor Ort nicht umsetzen. Man braucht trotzdem relativ viel Eigenkapital, um das Ganze stemmen zu können, aber auch dann halt, um die Rechtfertigung bei den Banken zu haben, wenn man auf das Fremdkapital zugreift. Bei Autoauktionen ist das Ziel klar. Ersteigern, koste es, was es wolle. Wie bei diesem Ferrari von 1965. Also wir sind jetzt beim 250 LM, 22 Millionen. Thank you, sir. 25 Millionen plus waren geschätzt. We'll come down to 500 Und die stehen alle noch, die stehen 23 alle noch. million. Oliver, 23 million. Der Wagen für ihn keine Option. Omid und sein Bekannter können nur noch staunen. 25 million. 25 million. 26 million. 27 million. The Le Mans winner, sir. 54 years currently. 28 million. 28 million. 13 million euros. Have no regrets. Ich filme jetzt selber auch schon mit. Ne? 13 Im Prinzip million. wird das Geld wirklich nur für die 31 Historie million. bezahlt. Ne?
31 Millionen 31 million euros. für ein Le Mans-Siegerauto. At 31 million euros, the car is sold. 31 Millionen Euro. Hinzu kommen noch Auktionsgebühr, Zoll, Steuer und Transport. Macht zusammen 40 Millionen Euro. Es sind Millionäre, es sind Milliardäre, es sind aber manchmal auch Museen oder institutionelle Anleger, die mitbieten. Und dieser Ferrari, der für 40 Millionen verkauft wurde, das Auto war im Eigentum von einem Ferrari-Museum. Und die haben das Auto halt zu Geld machen müssen, um quasi sich zu refinanzieren. Und man weiß auch nicht, wo der Wagen hingegangen ist, aber er ist in eine Sammlung gegangen, definitiv. Gibt es Grenzen für Omid beim Luxus? Solange man sich selbst nicht in die Bredouille bringt, ist alles legitim. Fast alle gekauften Hypercars kommen nach Virnheim. Dort werden sie vermarktet. Gefällt mir wahnsinnig gut, der Wagen. Omid kauft auch Gebrauchtwagen aus privater Hand. Einziger Knackpunkt: der komplette Handel wird gefilmt. Hallo Akram. Herzlich willkommen bei Omid Kauf. Danke. Verkauft wird im eigenen TV-Studio im Autohaus. Ich bin der Akram. Ich habe heute den wunderschönen 902 GT3 RS dabei. Ich bin bei dem lieben Omid und ich stelle mir heute 400.000 Euro für das Fahrzeug vor. 2 Fragen noch zum Thema Porsche, weil das ja auch immer die Zuschauer besonders interessiert. Das Video landet auf Omids YouTube-Kanal. Sind wir da auf einer Ebene, dass wir sagen, ja okay, dann ist das Auto wohl im Verkauf eher eine 340 als eine 400? Das Team rund um Moderator Omid: Cutter, Producer, Kameramann. Wir haben ein richtiges Medienzentrum geschaffen. Wir sind in unseren YouTube-Studios. Ich predige ja immer, Social Media ist für uns Unternehmer heutzutage kein Nice-to-have, es ist ein Must-have. Es ist ein riesiger Reichweitenverstärker, den wir haben und den wir auch nutzen müssen. Broadcast aus dem Autohaus. Im Programm An- und Verkauf und eine Spielshow. 100.000 Euro in bar. 6 Kunden mit ihren Autos und nur 60 Minuten Zeit, so viele Autos wie möglich zu kaufen. Heute muss ich zeigen, was ich drauf habe. Die größte Herausforderung meines Lebens beginnt. Und wem das noch nicht reicht, auch Testfahrten sind zu sehen. Mit 1015 PS. Der Zuschauer ist hautnah dabei. Der Verkäufer natürlich auch beim Begutachten seines Wagens. Reifen 5 Sterne, Bremsen 5 Sterne, Unterboden 4 Sterne. Und Privates erfährt der Nutzer auch noch nebenbei. Ich wache morgens um 6 Uhr plus minus auf. Um 6:05 Uhr bin ich schon am Arbeiten. Dann bin ich schon in den Mails, ich bin in den Nachrichten, ich bin in den Kommentaren, ich bin in WhatsApp. Und da fängst du ja schon an zu arbeiten, da fängst du ja auch schon an, die ersten Dinge für den Tag zu regeln. Und klar, ich bin auch mit Leib und Seele Familienpapa. Also ich habe 3 Töchter, die liebe ich über alles. Schön. Und dann versuche ich natürlich auch noch, mich für meine Töchter am Abend noch da zu sein und zu engagieren. Und vor allem dann am Wochenende, das ist dann die Zeit für die Kinder. Du verlangst dir immerhin stolze 76.000 Euro über Listenpreis heute. Ja. Ich würde sagen, leider no deal. Trotzdem geben wir uns die Hand am Ende der Sendung. Und danke für deinen Besuch. Es ist ja nicht nur eine Sendung, es ist 100% real, was hier passiert. Und ich glaube, das spiegelt auch wirklich unseren Autohaus-Alltag wider. Du hast manchmal Kunden, die kommen mit einer realistischen Preisvorstellung und man kommt relativ schnell zum Abschluss. 34.500 Euro, mega, wir haben einen Deal. Und dann haben wir natürlich auch Kunden, da müssen wir sagen, der Markt gibt deine Preisvorstellung nicht wieder. Für heute muss ich sagen, leider ein No-Deal, ja, aber trotzdem sehr lehrreiche Folge und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, Halt hat uns mir auf sehr dem viel Laufenden. Spaß gemacht. Die Videos erreichen Millionen. Damit zählt er zu den Spitzenreitern unter Online-Händlern in Deutschland. Weil wir sprechen von 70 Millionen Views im Monat nur auf YouTube. Und wenn wir mal ein Video haben, das in Anführungsstrichen nur 150.000 Klicks macht, dann sind wir
quasi enttäuscht, dass wir sagen, ja, das war ein eher schwaches Video. Aber wenn man dann versteht, was 5000 Menschen physisch bedeuten auf einem Event, wenn sie dann da sind, diese Menge, und wenn man dann, okay, 150.000 ist auch viel, es müssen nicht immer 500.000 pro Video sein, wenn man dann einfach das Ganze ins Verhältnis setzt. Seine Strategie geht auf. Die Videos locken zahlungskräftige Kunden nach Firnheim. Vom Unternehmer zum Künstler, Schauspieler, Sänger, Fußballer, Sportler, die dann sagen, hey, ich gucke deine Videos, jetzt will ich mir gerade selbst ein neues Auto anschaffen oder ich will mein Auto verkaufen, kannst du mich da beraten? Früher hat man ja immer probiert, irgendwie an diese Leute ranzukommen. Und mittlerweile suchen die mich auf. So wie der Verkäufer dieses Oldtimers. Aufpasse, ich bin Bülent Ceylan, komme aus Monnem und ich habe heute den Mustang dabei. 1966 Jahrgang, ein richtiger Oldtimer. Und ich sag mal so, 40.000 will ich dafür haben, Omid. Hallo Bülent. Hi Omid. Herzlich willkommen bei Omid Kauf. Bülent, schön dich zu sehen. Erzähl mir was über dich und dein Auto. Guck mal, meine Mama ist jetzt 83. Und als das Auto rauskam, war meine Mama 24 Jahre alt. Und damals hat sie gesagt, wow, in so einem Auto mal zu sitzen damals. Weißt du, es war eines der schnellsten Autos zu damaligen Zeit, 1966. Der fährt ja 150, 160. Ja. Also ich meine, das ist krass für das Auto damals. Und meine Mama hat gesagt, wow, so ein Auto, das ist Hammer. Ne? Und dann habe ich gesagt, für meine Mama, allein schon für meine Mama muss ich das erfüllen. Dann hat sie sich mal ins Auto gesetzt. Und dann hat sie sich wieder so gefühlt wie Mitte 20 Jahre gesagt, oh, dass ich mal in so einem Auto sitzen darf. Und allein dafür war dieses Auto schon wert. Du hast mir den Preis nennen wollen, da bin ich kurz dazwischen gegrätscht. Ja. Was ist der Preis? 40. 40? 40.000. 40.000 Euro. Ja klar, ich habe für 38 gekauft. Ich muss ja 2.000 Euro Gewinn machen. Da hören die Witze zwischen uns auf, mein Ehrlich? Freund. Ja. Nein. Warum? 40.000 ist das Ding nicht wert. Die größte Herausforderung für uns ist es immer, wenn ein Kunde einen zu hohen sentimentalen Wert am Fahrzeug hat und den Verkaufspreis des Fahrzeugs über die persönliche Freude mit dem Wagen oder die Erinnerungen, die er hat, verbindet. Weil das gibt's nicht ausbezahlt, das honoriert der nächste Käufer nicht. Mängel findet Omid schnell. Siehst du, jetzt stinkt ein bisschen, weil du zu oft getreten. Nach Probefahrt und Gutachten Und wo? rutscht der Preis oft in den Keller. 25? Okay. Deal. Wir haben einen Deal. 25.000 Euro und wir haben einen Deal bei Omid Kauf. Das Schlimme ist, ich weiß nicht mal, ob es klug ist, was ich mache, aber ich kaufe das Auto von Herzen. Der Bülent stellt das Auto fast von Herzen ab für 25. Und ich mache das nie wieder. Genau. Als der Omid zu mir gesagt hat, hör mal zu, du bist auf meiner Plattform, du kannst Werbung machen für dein Comedy-Programm. Du hast dieses Auto hier für immer, du kannst es jederzeit auch mal fahren. Das Auto wird bei mir stehen bleiben. Da habe ich mir gedacht, okay, komm, 25 ist eine schöne Zahl. Solange meine Mutter ab und zu mal in dem Auto sitzen darf und hierher kommt, und Viernheim ist nicht so weit, deswegen Rock'n'Roll. Die meisten Kunden kennen das Autohaus durch YouTube-Videos. Deshalb kommen auch Influencer nach Firnheim. Boah, das war eine sehr, sehr, sehr schöne Probefahrt. Ehrlich. Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Mädchenkanal. Meltem Tarzan ist derzeit Deutschlands einzige Online-Autoverkäuferin. Mit Kamerafrau und teuren Sportwagen reist die 32-Jährige regelmäßig nach Firnheim, um Luxusautos an Omid zu verkaufen. Wie zum Beispiel diesen goldigen Porsche. Vergoldete Felgen auf deinem Porsche. Wie cool ist das bitte? Natürlich kostet der Spaß auch was, ja? Also darangestellt kostet das Auto und der ganze Umbau hier nochmal 100.000 Euro extra. Warum verkauft sie den Wagen nicht selbst, sondern an Omid? Weil der liebe Omid hat einfach ein breites Netzwerk an Super- und Hypercar-Kunden, die solche Fahrzeuge offener annehmen. Und ich denke, der Wagen passt hier optimal rein. Wenn wir uns mal umschauen, was hier für Autos stehen, ist das für Omid einfach tägliches Brot. Und deswegen glaube ich, passt der Wagen hier einfach besser hin. Jawohl. Was hast du mir mitgebracht? Von der Karosserie wirst du dir denken, ganz normaler Turbo S Oh, nee. 992. Nein. Vom ersten Blick nicht, nein. Vom ersten Blick kann ich dir schon sagen, das Auto kann so viel. Alle
Anbauteile an diesem Auto, was du in Gold siehst, sind Ja. in 24 Karat Gold vergoldet. Also Echt? es ist echtes Gold. Ja. Heftig, Das ist oder? krass. Also wenn mal die Kasse brennt, Dann gäbe es für eine Felge 30.000 Euro. Omid hat schon einen deutschen Kunden im Kopf für das 370.000 Euro Cabrio. Also machen wir das so? machen wir so. Also, Deal. Deal. Deal am Ende des Videos. Oder? Das ist Wahnsinn. Oder? Ein außergewöhnliches Autohaus, das mittlerweile schon weit über die Grenzen Europas bekannt ist. Ich sage immer wieder, es gehören viele dazu, dass der Omid jetzt auch heute mit dir hier sitzt. Das habe ich nicht alleine gemacht, sondern da haben viele, viele Menschen im Hintergrund geholfen und helfen auch aktiv mit, um Teil dieser Geschichte zu sein. Manchmal müssen wir uns selbst kneifen, damit wir realisieren, was passiert ist. Aber wir sind dankbar dafür, dass wir das, was wir machen, auch machen dürfen. Aber es war natürlich ein langer Weg dahin. Und es war ja am Anfang wirklich klein. Ein normaler Autohändler, sage ich jetzt mal, mit normalen Fahrzeugen. Das erste Auto über 100.000 Euro, da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Wer kauft denn sowas? Jetzt ist es schon fast normal, dass die Fahrzeuge halt hier in meinem Blickfeld stehen. Aber es ist schön. Ich freue mich. Am Ende ist es ein Job, du verkaufst ein Auto und ob das Auto jetzt einen gewissen Betrag 200.000 oder 2 Millionen oder 4 Millionen kostet, ist es am Ende ein Autoverkauf. Ein Autoverkauf für die Oberschicht. Ein Luxusautohaus für Reiche. Eine Oase des Glücks für Promis. Für Privilegierte wie Omid. Wie Ex-Profisportler Markus Rühl. Und wie Apache 207. Privilegiert sein und glücklich sein sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Ich glaube, ich bin extrem privilegiert mittlerweile mit dem Leben, das ich mir erarbeitet habe, mit der Welt, die ich erschaffen habe um mich herum. Das ist privilegiert. Da muss ich auch jedes Mal aufs Neue mich kneifen und sagen, ist das real alles um mich herum, die Menschen, die Fahrzeuge? Aber es ist per se nicht Glück. Glück hat für mich nichts mit PS, Zylindern, Preisschildern oder Kontoständen zu tun. Für mich persönlich würde ich sagen, ist Glück ein Weg, den wir gehen. Geschäftsmann Niklas Rehmann hat sich noch nicht entschieden, mit welchem Ferrari er sich glücklich machen will. Da wird Omid wohl noch einige Male mit ihm essen gehen. Ich glaube, mit einem Auto kannst du jemanden für den Moment glücklich machen. Dauerhaft kann ich sie nicht glücklich machen, dafür jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Aber für den Moment machen wir sie bestimmt glücklich. Und für diesen Moment ist Omid gut gerüstet in seinem Luxusautohaus in Virnheim. Ich würde sagen, ich fange jetzt an, die Autos wieder aufzuräumen. Die müssen ja jetzt alle wieder irgendwo untergestellt werden. Natürlich vorsichtig. Gute Fahrt. Danke. Das war meine Folge Auftrag Luxus. Nächste Woche Dienstag geht's um 19 Uhr weiter mit Luxury Dining. Unter anderem mit dem Sternekoch Ricky Savat vom Seven Swans Restaurant in Frankfurt, hier auf dem HR YouTube-Kanal. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, alle Folgen gibt's bereits jetzt schon in der ARD-Mediathek. Einfach da sitzen, die Fresse halten und Gemüseküche zelebrieren. Ich hätte gern noch einen von den Nummer 1. Jo, kommt sofort.